Ich singe die deutsche Nationalhymne eigentlich immer mit bei jedem Länderspiel, wo ich jetzt mitgespielt habe. Ich finde, das gehört einfach dazu. Ich mache das gerne. Ich bin Shkodran Mustafi, ich bin 26 Jahre, komme ursprünglich aus Bebra, wohne zurzeit in London und bin Profifußballer. Meine Eltern sind Albaner, kommen aber ursprünglich aus Mazedonien. Mein Vater ist aber schon mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen, seine Kindheit und seine Jugend eigentlich in Deutschland verbracht. Meine Mutter ist dann praktisch nachgekommen, als meine Eltern geheiratet haben. Unsere Generation ist eigentlich, sind fast alle in Deutschland geboren und in Deutschland aufgewachsen. Mir war das wichtig, eine Albanerin zu heiraten, einfach aus dem Grund, meine Familie ist überall so ein bisschen verstreut. So die einzige Sprache, die uns so ein bisschen irgendwie zusammenbringt, ist die albanische. Und für mich war das halt einfach immer wichtig, Bezug zu meiner Familie zu haben, egal in welchem Land sie lebt. Meine Oma, die in Mazedonien lebt, könnte jetzt mit meiner Tochter genauso reden wie mein Cousin, der in Amerika lebt, oder meine Tante, die in Italien lebt. Es war jetzt nicht so, dass wenn es nicht gepasst hätte, dass ich gesagt habe, auf Teufel komm raus, es muss eine Albanerin sein. Zum Glück ist es eine geworden und es läuft alles super und das ist das Wichtigste. Ich bin überzeugt von dem, was ich mache, von dem, was ich glaube, und deswegen bin ich halt heute auch der praktizierende Moslem und es gibt mir halt einfach auch so ein bisschen Kraft und Stärke für meine Karriere. Ich versuche, was meine Religion eigentlich so von mir verlangt, so viel wie möglich zu praktizieren. Es ist halt oftmals einfacher, sich so selbst zu entschuldigen und sagen, ja, ich habe keine Zeit oder ich habe im Moment viel zu tun, ich kann jetzt vielleicht nicht beten oder ich kann jetzt vielleicht nicht den Ramadan einhalten. Wenn Ramadan ist, ist irgendwie ein großes Turnier und dann ist es halt aus gesundheitlichen Gründen auch nicht möglich, irgendwie zu fasten. Es ist dir immer eine andere Möglichkeit gegeben, dass du das halt einfach nachholen kannst und das versuche ich dann halt zu machen. Ja, ich komme so ein bisschen aus einer Fußballerfamilie. Auch mein Vater hat Fußball gespielt, mein Onkel, meine Cousins. Für mich war es halt einfach schön, dazu zu gehören. Und ich bin dann halt immer ins Tor gegangen und wurde so ein bisschen geknechtet so. Und so wurde ich halt eigentlich so auch reingeboren. Aber dann irgendwann war es dann halt so, dass mein Vater gesagt hat, ich möchte, dass wenn du von der Schule kommst, irgendwo eine Beschäftigung hast. Und so hat er mich dann halt irgendwo in einen Verein angemeldet, dass ich keine Zeit hatte, irgendwie auf der Straße dann irgendwie zu landen und Blödsinn zu machen. Und so hat das dann halt seinen Lauf genommen. Dann war ich erfolgreich, es hat mir Spaß gemacht und ich habe das dann halt einfach so verfolgt. Ich habe damals die mazedonische Staatsbürgerschaft abgegeben, weil ich zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen wurde. Für mich war das also überhaupt gar kein großes Ding. So, ich habe einfach mich entschieden, für Deutschland zu spielen. Dann war für mich klar, okay, dann gebe ich den mazedonischen Pass ab. Für mich ist es halt einfach nur ein Stück Papier, was zeigt, wer du bist, wo du geboren bist. Das Schwierigste ist, sich zu verständigen, wenn man halt wirklich verschiedene Sprachen in einer Kabine hat. Man kann seine Leistung erst dann abrufen, wenn man sich irgendwie dazugehörig fühlt. Und ich habe mich immer nur dazugehörig gefühlt, wenn ich halt auch verstanden habe, worum es geht. Als ich nach Italien gewechselt bin, ich konnte eigentlich kein Wort Italienisch, außer Buongiorno. Und dann bin ich halt in die Kabine und ich fand es irgendwie unangenehm, da zu sitzen und nicht zu verstehen, worum es eigentlich geht und immer zu fragen, so, worüber hat er jetzt erzählt? So fängt das halt einfach an. Wenn man nicht sprechen kann, dann wird man leicht ausgegrenzt, weil man dann sagt, okay, dem brauchen wir das nicht zu erzählen, weil der versteht das sowieso nicht. Jetzt bin ich 26, ich spreche 5 Sprachen fließend und es ist für mich etwas, was nur Positives eigentlich mitgebracht hat. Gut, bei Mesut war es halt einfach so, dass es halt einfacher war, weil ich kannte ihn schon von der Nationalmannschaft. Dann hat man ein Gesprächsthema, man redet darüber, was man vielleicht bei der Nationalmannschaft gemacht hat oder er erklärt dir dann halt auch, was bei Arsenal los ist, weil ich halt später dazugekommen bin. Wenn ich in die Kabine komme und die Jungs sagen, wir hatten jetzt 2 Tage frei, wo warst du? Und ich sage in der Heimat, dann sagen die, ja, wo jetzt? In Albanien oder in Deutschland? Und ich sage immer so, ja, in Deutschland. Und dann sagen sie, ja, weil bei dir weiß man das halt nicht. Ich sage so, ja, hast schon recht, aber irgendwie fühle ich mich so als ein Kind der Welt. So überall, wo ich hingehe, fühle ich mich zu Hause und erst recht in den Orten, wo ich mal gelebt habe und wo ich Erinnerungen habe.